Das sind die Themen, die wir in den Gesprächen immer und immer und immer wieder entdecken, auf die wir aus verschiedensten Konflikten am Ende wieder zurückkommen. Nämlich dieser Glaubenssatz, diese Sorge, diese tiefe Angst, etwas falsch zu machen. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, ich freue mich so sehr, dass du heute wieder hier bist im Podcast Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich habe heute eine Episode für dich, die mir unglaublich viel abverlangt hat. Es geht heute in dieser Episode nämlich um das Thema Angst, um das Gefühl, die Emotion Angst, die ausschlaggebend ist für jedes Coaching, für jede Therapie, Psychotherapie, für unser komplettes Leben und spirituelle Entwicklung. Dieses Thema ist so essentiell. Die Beschäftigung mit der Angst ist so wichtig und riesig und unglaublich spannend und interessant und ein riesiges, Entwicklungspotenzial, dass ich, und das kann ich dir heute so ganz ehrlich sagen, so lange mit dieser Episode gewartet habe. Ich hatte wirklich Angst vor dieser Episode. Ich hatte Angst, diesem Riesenthema, von dem ich so viel weiß und dir so viel mitgeben kann, in einer Episode gar nicht gerecht zu werden. Und es hat so viele Monate gedauert, bis ich irgendwann diesen Punkt für mich geklärt habe. Die Angst ist ein so unglaublich wichtiges Gefühl, dass es in dein Leben willkommen zu heißen gilt. Und genau deswegen habe ich entschieden, dass du jetzt heute in dieser Episode ganz viel über das Thema Angst erfahren sollst. Es geht heute darum, zu erfahren, was Angst eigentlich ist, wie du die Angst wahrnimmst in deinem Leben, wie du die Angst in deinem Leben auch erkennst an deinen Reaktionen, deinen Gedanken, an deinem Körper. Und natürlich auch, wie wir mit Angst umgehen, welche Methoden wir entwickeln, um diese Angst zu bändigen, obwohl es eigentlich gar nicht ums Bändigen geht, da komme ich aber später noch drauf. Also welche Abwehrmechanismen, welche Bewältigungsmethoden wir da so haben. Und natürlich möchte ich dir heute nicht nur einen Einblick auf spiritueller Ebene geben zum Thema Angst, sondern dir auch sagen, wie du deine Angst im First Aid Kit, also Erste-Hilfe-Angst, wie du sie lindern kannst, wenn du merkst, oh ja, die Angst, die ist präsent. So ein großes Thema. Ich bin ganz dankbar, dass ich es geschafft habe, dir über dieses Thema zu berichten, eine Episode zu machen, sie dir heute hier vorstellen darf. Ich bin sehr stolz drauf und hoffe, dass du ganz viel mitnimmst und vor allem verstehst, dass die Angst zu dir gehört, dass sie wohlwollend ist und du dich liebevoll mit ihr auseinandersetzen darfst. Viel Freude in dieser Episode. Hallo meine Liebe. Ich bin bereit, über dieses Thema zu sprechen, das ich schon ziemlich lang vor mir hergeschoben habe. Ich habe gerade schon in der Einleitung erzählt, wie es eigentlich mich die ganze Zeit blockiert hat, über Angst zu sprechen, weil ich glaubte, und es ist so spannend, und ich werde auch nochmal darauf zurückkommen in dieser Episode, weil ich glaubte, diesem riesengroßen Thema gar nicht gerecht zu werden. Und jetzt bin ich da und möchte dir
einen Einblick geben, denn darum geht es, einen Einblick geben in unsere Primäremotion, die Angst. Zuerst habe ich wie so oft ein Zitat für dich, das ich so wunderschön finde. Es ist von Thich Nhat Hanh. Es heißt: Wenn du Angst vor der Angst hast, kann sie dich überwältigen. Aber wenn du sie ruhig zu dir einlädst und ihr in Achtsamkeit zulächelst, wird ihre Stärke nachlassen. Oh, und genau darum geht es heute. Ich möchte dir diese Angst nahebringen und dir zeigen, dass du sie in jedem Moment deines Alltags, in dem du Angst fühlst, und es ist ziemlich oft, möchte ich dir helfen, dass du sie zu dir einlädst und merkst, wenn du dich ihr liebevoll zuwendest, statt sie unterdrücken zu wollen, weghaben zu wollen, sondern erkennst, dass sie ein Teil ist deines Menschseins, dass sie gut ist, dass sie dir unfassbar überlebenswichtige Dienste leisten kann und dich natürlich auch einschränken kann, dazu komme ich gleich, dann merkst du, dass ihre Kraft nachlässt und dann hast du auch wieder dein Ruder in der Hand. Eines der großen Themen, die ich jetzt gerade voll spannend bei meiner eigenen Tochter erlebt habe beim Thema Angst, ist die Angst, sich falsch zu entscheiden. Ich mag dir das an dieser Stelle sagen. Es gibt hier auch eine Podcast-Episode dazu, die ich in den Shownotes verlinke. Also bei meiner Tochter direkt zu erleben, wie schon die Angst vor falschen Entscheidungen in ihr präsent ist. Und zu wissen, dass genau dieses Thema, nämlich ich habe Angst, mich falsch zu entscheiden, genauso wie ich habe Angst, es falsch zu machen. Ich habe Angst, es falsch zu machen. Ich habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Ich habe Angst, es falsch zu machen. Die beiden Hauptthemen sind, mit denen meine Klientinnen zu mir kommen. Das sind die Themen, die wir in den Gesprächen immer wieder entdecken, auf die wir aus verschiedensten Konflikten am Ende wieder zurückkommen. Nämlich dieser Glaubenssatz, diese Sorge, diese tiefe Angst, etwas falsch zu machen, falsche Wege zu gehen, sich falsch zu entscheiden. Lass uns doch mal loslegen mit der Frage, was ist eigentlich Angst? Was ist eigentlich die Angst in uns drin? Für mich ist Antonio Damasio ein Neurowissenschaftler, der sich unglaublich intensiv mit dem Thema und primär mit dem Thema Emotionen und Gefühlen beschäftigt. Er schreibt oder legt dar in seinem Buch Ich fühle, also bin ich, die Entschlüsselung des Bewusstseins, legt er dar, dass Angst wie Freude, Trauer, Ärger, Überraschung und Ekel zu unseren primären Emotionen gehört. Das sind unsere wichtigsten Emotionen in unserem Körper, die in uns ausgelöst werden, je nachdem, was wir gerade wahrnehmen. Das heißt, welche Reize gerade auf unsere Sinne kommen und die entsprechen dann mit den Verdrahtungen, Vernetzungen, Erfahrungen, Erinnerungen, Erlebnissen, die wir gespeichert haben in unserem Gehirn, dann ausgelöst werden. Die Funktion von all diesen Emotionen, die wir haben, diesen primären Emotionen in uns drin, ist, dass wir überleben. Es sind überlebensorientierende Verhaltensweisen, die durch diese Emotionen entstehen. Denn unser Gehirn, unser Körper, unser Sein hier in unserem Körper hat das Ziel, so lange wie möglich zu leben und zu überleben. Und die Angst spielt dabei eine elementare Rolle, denn sie zeigt uns, Achtung, hier stimmt was nicht, sei achtsam. Die Angst ist unser Marker, unser Frühwarnsystem für achtsam zu sein, sich komplett anzuspannen, möglicherweise, und ich komme auch gleich näher darauf ein, ich gehe gleich näher darauf ein, möglicherweise in den Kampf- oder Fluchtmodus zu gehen und das eigene Überleben zu sichern. Die Angst jedoch
auch in unserer Vorstellung ist so tabuisiert. Wir dürfen nicht über Angst sprechen. Wir dürfen keine Angst haben. Wir haben so viele Glaubenssätze in unserer Kultur und in unserer Entwicklung über Angst bekommen, dass es uns unangenehm ist, darüber zu sprechen. Wir haben die Angst sogar so ungern, dass wir sie nicht haben wollen, dass wir sie wegschieben wollen, dass wir eigentlich angstfrei sein wollen. Wir wollen das nicht haben. Und genau hier liegt schon der erste Hinweis, den ich dir mitgeben möchte, nämlich No, genauso wie die Wut, was ich so oft habe bei meinen Frauen, die zu mir kommen, die in gemeinsam wachsen, die immer sagen, wie kriege ich diese Wut weg? Und es geht nicht darum, die Wut wegzukriegen, es geht nicht darum, die Angst wegzukriegen, sondern es geht darum, sie zu erleben, zu fühlen und zu verstehen, was für eine Botschaft dir die Angst bringt, was für eine Botschaft die Wut gerade mitbringt, um den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen zu können und um anzunehmen, dass du ein Mensch bist, der Gefühle hat. Die Angst, weil sie uns eben als Frühwarnsystem warnt vor möglichen Gefahren, ist historisch und biologisch lebensrettend. Wenn wir zurückgehen, in viele, viele Jahrhunderte zurückgehen, dann waren wir eben wandernd unterwegs als Menschen. Wir haben in Höhlen geschlafen. Wir mussten uns mit Säbelzahntiger auseinandersetzen. Wir hatten Angst, gefressen zu werden. Und stell dir vor, du sitzt da vor Tausenden von Jahren am Lagerfeuer und deine ganze Sippe ist um dich rum. Man ist gemeinsam, jung und alt, immer zusammen und man hält zusammen, weil die Sozialsein, das in der Gemeinschaft sein ist für dich in diesem Moment überlebenswichtig, weil wenn du aus dieser Gemeinschaft rausfallen würdest, dann würdest du einfach von den Tieren, die zu dieser Zeit lebten, gefressen werden. Du könntest nicht überleben, weil du kein Futter finden würdest. Und stell dir vor, du sitzt da also jetzt beim Feuer und dann hörst du ein Knistern und ein Knarzen, das du vorher all die Tage noch nicht gehört hast. Und in Windeseile, du kannst es von deinem Bewusstsein gar nicht fassen. Es läuft alles mit deinem vegetativen Nervensystem automatisch ab. In Windeseile stellen sich deine Haare auf, deine Pupillen weiten sich, dein Herzschlag wird schneller und intensiver, deine Darmaktivität wird eingeschränkt. Du merkst vielleicht, wie deine Hände kribbeln oder zu kribbeln anfangen. Du bist absolut in Windeseile in einem ganz angespannten, achtsamen Modus. Dein Körper schießt Adrenalin und Cortisol durch deinen Körper, deine Augen werden aktiv, dein Fokus verändert sich, du hörst plötzlich noch viel intensiver dieses Knarzen und Knurren in der Ecke und all das ist dein Überlebenssystem. Das ist, was die Angst letztendlich macht, nämlich, dass sie dir sagt, Achtung, hier stimmt was nicht, Achtung, ich bin bedroht. All diese Signale, die da eben kommen, die werden gesendet, die Reize, die du da wahrnimmst, über deine Sinne werden weitergegeben an den Hypothalamus im Gehirn. Und es entsteht einfach in dir schlagartig ein wahnsinniger Haufen an Energie. Es wird wahnsinnig viel Energie frei. Du bist bereit, jetzt loszurennen und um dein Leben zu rennen, oder du bist voll und ganz bereit, in den Kampf zu gehen und dich diesem Säbelzahntiger, diesem, was auch immer gerade knarzt und knistert und neu für dich ist, dich dem zu stellen. Vielleicht ist es auch gar kein Säbelzahntiger und es war falsch Alarm. Und genau das ist es jetzt, was ich mit dir sozusagen transferieren möchte. Denn die Angst hat uns hierher gebracht. Hätten wir keine Angst, wären wir untergegangen, ohne schwimmen zu können. Hättest du keine Angst und unsere Kinder keine Angst und dein Kind keine Angst, würde es über die Straße laufen, ohne sich von dem Auto zu fürchten. Wir brauchen die Angst, weil sie uns das Leben rettet. Die Angst kann aber auch lebenseinschränkend sein. Und das ist, was die Angst im Alltag macht. Gerade in unserem Alltag mit Kind, in deinem Alltag mit Kind, in deinem ganz normalen Alltag zwischen Familie und Job und Herausforderungen und
Workload, Mental Load, den du da hast, da ist die Angst allgegenwärtig, auch wenn du es vielleicht noch nicht glauben kannst. Die Angst, die ja auch von der Namensherkunft von dem Wort Enge kommt, also also Enge, eingeschnürt sein, ist der Hinweis für dieses Körpererleben, das wir haben, wenn sie auftritt. Die Angst, wenn sie fehlgeleitet ist, das heißt, wenn du in deinem Alltag mit Kind plötzlich Angst empfindet und dein Körper alle Reaktionen von Angst zeigt, nämlich Enge. Es wird dir eng. Ich habe das ganz oft bei meinen Frauen, wenn wir in die Tiefe gehen im Gespräch und eben dann erörtern, anhand des Konflikts, was eigentlich mit dem Körpererleben passiert, wo die Frauen eigentlich Wut haben, dann stellen wir fest, sie haben Enge, sie können nicht mehr frei atmen, es wird eng im Brustraum. Manchen Frauen schnürt es regelrecht die Kehle zu, das heißt, das Atmen wird auch eng. Und erst dann, wenn die Entspannung kommt, also dein parasympathisches System wieder aktiv ist, dann kann man auch sprachlich erkennen, wie aus der Enge plötzlich die Weite wird, wie sich der Brustraum weitet, wie man durchatmen kann, wie man wieder Luft bekommt, weil es nicht mehr so eng zugeschnürt ist. Das heißt, in deinem Alltag mit Kind hast du einen Konflikt. Du reagierst mit Fight-or-Flight-Modus. Es wird plötzlich schlagartig alles eng in dir. Manchmal fangen die Hände sogar an zu schwitzen. Und du spürst, wenn wir das ganze Emotionsfeld der Angst betrachten, Panik, Beklemmung, manchmal Furcht, Kummer, auch, und jetzt ist wichtig, Zorn, Aggression und Wut. Meine Frauen sagen dann ganz oft zu mir, sie fühlen sich machtlos und hilflos in diesen Situationen im Alltag, im Konflikt mit Kind. Und genau das sind tatsächlich die kognitiven Symptome, die Angst auslöst, dass wir plötzlich merken, meine Güte, ich bin total hilflos. Manchmal weiß man gar nicht, was man sagen soll. Ich verliere meine Worte, ich fühle mich dann richtig dumm, dass ich nicht mehr reagieren kann, dass ich vielleicht sogar so wie eingefroren bin. Ja, auch der Freeze-Modus gehört zu diesen Reaktionsweise unseres Körpers bei Angst. Also, dass ich entweder einfriere, wie ein Stein, fest werde, erstarre oder eben wegrennen will oder kämpfen will. Das sind so verschiedene Modi, die wir haben als Körperreaktion auf die primäre Emotion der Angst. Also wir fühlen uns einfach ganz oft hilflos. Das ist der Zustand, in dem ich mich gerade befinde, wenn ich in Angst bin. Bedroht, hilflos, ich kann nicht mehr sprechen, machtlos. Und damit einher gehen dann, vor allem später, und das wird in den Gesprächen immer so deutlich, dieses riesige Thema der Scham und der Schuld. Weil ich Angst hatte oder weil ich nicht mehr wusste, was ich machen soll, fühle ich mich im Nachgang einfach so unfähig und so wertlos und so schuldig. Und ich schäme mich so, dass ich in dieser Situation nicht reagieren konnte, wie ich es wollte. Hier an dieser Stelle möchte ich dich ganz fest umarmen. Bitte fühle, dass ich dich gerade umarme und dir ganz viel Wärme und Liebe schicke. Weil diese Reaktionsweise der Angst, wenn du oder eben auch wenn du wütend bist, also die Wut vorgelagert ist, die Wut ist ganz wichtig, die sagt uns, welches Bedürfnis gerade unerfüllt ist. Und wenn wir die Wut entschlüsseln, dann stellen wir fest, dass eine Angst vorgelagert ist. Diese Reaktionen, die wir haben, sind unsere biologischen Überlebensmechanismen. Die sind, wie sie sind. Und in der Angst letztendlich mit geeigneten Strategien sich zu erden und aus diesem Modus rauszukommen, bedarf Training. Das geht, das kannst du machen, das kannst du schaffen. Meine Klientinnen schaffen das, während es gleichzeitig eben nicht darum geht, es wegzutrainieren, sondern die Angst zu entängstigen. Die Situationen, die Größe der Angst kleiner zu machen, die Situationen, die nach Bedrohung ausschauen, zu entschlüsseln und zu entlarven und zu erkennen, hier geht es gar nicht darum, dass ich sterbe. Hier geht es gar nicht darum, dass ich jetzt mit dem Tod konfrontiert werde, sondern das ist mein biologischer Ablauf, mein Trigger, meine Bewältigungsstrategie. Das, was mir gerade an Gedankenfolge in meinen Kopf schießt,
an Panikszenarien, die plötzlich entstehen, die diese Emotionen in mir entfachen. Im Prinzip habe ich ein ganz schönes Beispiel für dich, um das ein bisschen mehr fassen zu können. Kannst du dir vorstellen, dass die Angst wie ein Prisma ist? Und der Lichtstrahl, der dringt auf einer Seite in dieses Prisma ein und bricht sich dann wie ein Regenbogen auf der anderen Seite an die Wand. Und die Farben, also das, was du letztendlich dann an der Wand hast, diese Regenbogenfarben, das ist das, was die Angst, das weiße Licht dir sagen will. Die Farben sind die Symbolik für Sorgen, die du hast, Gefühle, die in dir lebendig sind, Themen, die du aus Erfahrung und Erfahrungslernen in dir trägst und schon lange unterdrückst. Das heißt, auf der einen Seite kommt das weiße Licht, die Angst rein, und auf der anderen Seite spaltet sich die Angst quasi auf in diese Themen, die in dir drin sind und die Angst dir als Botschaft letztendlich zeigen will. Jetzt hatte ich es auch schon gerade ein bisschen vorweggenommen, nämlich das Verständnis darüber, was eigentlich Angst in uns auslöst. Also wenn wir nochmal überlegen, Angst in deinem Alltag, die ist präsent, denn es passiert irgendetwas. Der Klassiker, ja, du bist beim Essenstisch und dein Kind schmeißt irgendwas um. Ja, das ist so immer mein einfachstes Beispiel, weil uns das im Alltag schon so oft passiert ist. Und manchmal bist du vielleicht so angespannt beim Essen, schaust, dass alles unter Kontrolle ist, dass jeder sein Becherchen hat und das Glas weit innen steht am Tisch und so, weil du Angst hast, dass jemand es umschmeißt. Und aus dieser Angst heraus, dass etwas passieren könnte in der Zukunft, entsteht in dir schon automatisch eine unfassbare Anspannung. Wir nennen das dann Stress. Wir sagen dann, ich bin gestresst. Wir versuchen mit neuen Wörtern das, was eigentlich zugrunde liegt, zu überdecken. Es ist die Angst in dir, die gerade auf allen Körperebenen spricht. Auf spiritueller Ebene würden wir sagen, das, was gerade in dir spricht, nämlich ich muss schauen, dass das funktioniert, jetzt steht es wieder weiter drinnen, warum habe ich vorhin das nicht gemacht? Also all diese Stimme, die da so laut, angstbasiert in dir existiert, das ist dein Ego. Ich muss dieses Wort an dieser Stelle reinbringen, weil die bewusste Elternschaft das Ziel hat und meine ganze Arbeit, die ich seit Jahren hier mache, für dich, für dein Kind, für deine Familie, für euer Familiensystem, für diesen Wandel, der so wichtig und so notwendig ist nämlich, dass wir aus der Angst ins Vertrauen gehen, dass wir die Stimme des Egos in uns drin, das die ganze Zeit ängstlich, verurteilend, beurteilend, bewertend dich anplappert und du dich anplappern lässt und dich dadurch auch leitet. Also all die Gedanken, die du hast, die in Anführungszeichen negativ sind, die laut sind, die da ständig schreien, die Gedanken, die du dann irgendwann mal auch in der Wut laut kommunizierst, das Leid, das wir auch laut kommunizieren und sagen, immer wenn du dies, jenes tust und weil du dies, jenes tust, kann ich nicht. Die Schuldübertragung, die damit in der Kommunikation zustande kommt. Anderes Thema, aber ich möchte es dir so anreißen, damit du weißt, worum es geht. All dieses Ego, das so laut plappert, das ist der angstbasierte Teil, den die bewusste Elternschaft und den ich dir zeigen kann, wie du diesen Teil kleiner machst, um ins Vertrauen zu gehen, in die Liebe zu gehen. Auch wenn das kitschig klingt, aber es geht darum, die Angst zur Seite zu nehmen, wie eingangs im Zitat gesagt, dass du die Angst eben zu dir einlädst und ihr achtsam zulächelst. Das heißt, deine Stimme, dein Ego, das da präsent ist, das Angst hat in dieser Essenssituation, dass irgendetwas umfallen könnte, achtsam zu dir einlädst und sagst, hey, ich höre dich, schön, dass du da bist, du darfst dich setzen. Und dich dann für die Liebe entscheidest. Das heißt, auch die Gedanken, die deine Angst ja jetzt nähren, diese Vorstellung, die du hast, was alles jetzt passieren könnte, klassisch jetzt Panik, Zukunftsszenarien, also die Furcht vor zukünftigen Möglichkeiten, deine Gedanken lösen die Angst aus,
dass du die zur Seite nimmst, die Gedanken, und sagst, all das, was da gerade in mir präsent ist, muss überhaupt niemals so werden, und ich wende mich der Liebe zu. Ich wende mich dem Vertrauen zu, nämlich dem, dass mein Kind beim Essen einfach alles gut wird, dass einfach alles gut ist, dass selbst wenn was umkippt, ich einfach völlig in der Ruhe bin und eine Küchenrolle hole und alles wieder aufwische und mein Kind in den Arm nehme und sage, lernen, gell, ist manchmal einfach ganz schön herausfordernd. Und das ist der Weg. That's the way from fear to faith. Ja, es geht darum, dass wir aus der Angst ins Vertrauen gehen. Das ist bewusste Elternschaft. Das ist, was ich mache. Und dieses unglaubliche wichtige Tool in der bewussten Elternschaft ist Sprache, weil du nur mit deiner Sprache an deine Gedanken rankommst und deine Gedanken letztendlich deine Gefühle machen. So, das war jetzt so ein kleiner Schwenk zu einer nächsten Podcast-Episode, nämlich zum Thema, was ist eigentlich bewusste Elternschaft? Nochmal zurück zur Angst. Die Angst, also Angstauslöser sind deine Gedanken, da waren wir gerade, nämlich die Furcht. Die Furcht. Wir haben das Wort im Deutschen, das ist so geil, wir haben das Wort Angst, wir haben das Wort Furcht. Angst wird geschürt, wenn du Furcht hast vor schlimmen Zukunftsszenarien. Die Angst davor, vor diesen zukünftigen Möglichkeiten. Die Gedanken, die du hast, was alles in der Zukunft passieren kann. Diese Was ist, wenn Frage in deinem Kopf. Was ist, eingangs erzählt meine Tochter, wenn ich mich falsch entscheide? Was ist, wenn ich es falsch mache? Was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn meine Tochter krank wird, mein Sohn krank wird und ich nicht in die Arbeit gehen kann? Verliere ich dann meinen Job? Fragezeichen. Also diese Furcht vor zukünftigen Möglichkeiten, diese Geschichten, in die du dir erzählst, die man dir erzählt hat, in die du dich reinziehen lässt, diese Geschichten machen Angst. Das ist die Stimme deines Egos. Kontrollverlust geht damit einher. Wenn ich merke, ich bin in der Angst, dann will ich Kontrolle haben. Dann will ich Sicherheit haben. Ich ziehe dann richtig an diesem Faden der Sicherheit. Ich brauche irgendwas, an dem ich mich festhalten kann, damit ich diese Angst nicht mehr spüren muss. Und auch etwas, was die Angst immer wieder schürt, und es ist ein Hauptthema in unserer Gesellschaft und grundsätzlich, ist die Furcht, nicht gut genug zu sein. Also wenn wir letztendlich Angst kategorisieren müssten, dann gäbe es diese 3 Kategorien. Die Furcht, dass etwas Schlimmes passiert, also unser Panik-Horror-Szenario in der Zukunft. Dann Kontrollverlust. Was ist, wenn ich loslasse? Ja, das ist wirklich so, was ist, wenn ich ins Vertrauen gehe? Oder eben auch nicht gut genug zu sein. Und das haben wir alle. Ich nehme mich da sowas von mit ein. Beispiel, diese Podcast-Episode. Meine Angst, ich werde dem nicht gerecht, geht natürlich in der Tiefe damit einher, dass ich es nicht gut genug mache. Dass es nicht gut genug ist. Gefolgt von einem möglichen Zukunftsszenario, nämlich Shitstorm über meinen Podcast zum Beispiel. Ja, was da alles sein kann. Und wenn du das erkennst, mit Bewusstsein erkennst, dann passiert wieder der erste Satz, Eingangszitat, nämlich die Angst, wenn wir es schaffen, sie zu uns in Ruhe einzuladen und in Achtsamkeit zuzulächeln, dann wird ihre Stärke nachlassen. Was machen wir also jetzt, wenn wir Angst haben? Tata! Ich mache gerade in meiner Membership mit meinen Frauen, die schon seit vielen, vielen Jahren bei mir sind. Die kamen aus Gemeinsam wachsen, aus dem Mentoring-Programm und gehen eigentlich weiter in diesem Mentoring-Programm in der Membership. Und da gibt es ganz viele Übungen. Und wir haben gerade das Thema Angst als Bewältigungsmonat. Wir beschäftigen uns ganz viel mit der Angst, weil die einfach immer präsent ist und weil es sich auch so unglaublich ergeben hat in den Gesprächen, die wir führen, dass wir immer wieder und beständig daran arbeiten dürfen, uns auseinandersetzen müssen, um zu wachsen. Denn ich kann nur loslassen und ins Vertrauen gehen, von Angst ins Vertrauen, wenn ich loslasse, wenn ich sage, ich lasse die Kontrolle los und ich gebe ab, eben auch und vor allem an dieses Höhere, was uns umgibt, im Vertrauen, dass es gut wird. Wenn wir in der Angst sind, auf
unbewusster, unterbewusster Ebene, dann haben wir uns natürlich im Laufe der Zeit ganz viele Bewältigungsmechanismen oder Abwehrmechanismen angeeignet. Diese Bewältigungsmechanismen, die wir haben, die laufen ganz unterbewusst, unbewusst ab. Die gehen ratzefatze, automatisch haben wir unsere Strategie, wie wir das machen, ohne dass wir das groß überlegen oder drüber nachdenken. Wir können einfach diese Bewältigungsstrategie, diesen Abwehrmechanismus benutzen. Wir sind reflexartig darin, diese Mechanismen abzurufen. Und wenn wir in diesen Überlebensmechanismen sind, diese Bewältigungsmechanismen heißen so, weil ich natürlich versuche, Angst zu bewältigen und meine Kontrolle wieder zurückzubekommen und natürlich vor allem auch, um mich zu schützen. Ja, ich werde ja quasi bedroht von dem Glas Wasser, das jetzt vielleicht umgeschüttet werden könnte, was ja nicht mehr der Säbelzahntiger ist. Es ist ja überhaupt nicht mehr lebensbedrohlich, aber ich fühle mich so sehr bedroht, als ob ich sterben würde. Und dann habe ich diese Angst in mir drin. Und natürlich, dieser Bewältigungsmechanismus soll helfen, dass ich nicht mehr so verwirrt bin, dass ich wieder die Kontrolle zurückbekomme, dass ich mich vor allem nicht schlecht fühle, sondern wieder handlungsfähig, dass ich mich nicht mehr bedroht fühle. Und natürlich will ich auch selbstverständlich mit diesem Mechanismus alles, was unangenehm ist, aus meinem Bewusstsein fernhalten. Sprich, ich will mich in der Tiefe gar nicht damit beschäftigen, warum die Angst eigentlich da ist. Ich will gar nicht spüren, dass es schmerzlich ist. Ich will keinen Konflikt. Ich will nicht Verlust haben. Ich will kein Gefühl von Schuld in mir haben. Ich will das alles aus meinem Bewusstsein weghaben, damit ich in meinem Sein, in meiner Identität so bleiben kann, wie ich bin. Ich möchte sicher sein. Ich möchte nicht, dass mein Selbstwertgefühl, wie groß oder klein auch immer es gerade ist, irgendwie ins Schwanken kommt, sondern ich möchte einfach so in mir fest und gesettelt sein, dass nichts daran rührt. Die Abwehrmechanismen, die wir haben, sind daher absolut entlastend. Die helfen mir, über die Angst hinwegzukommen, allerdings nur kurzfristig. Denn, wie gerade schon deutlich gemacht, ich will mich ja, weil ich diesen Abwehrmechanismus, weil ich diesen Bewältigungsmechanismus habe, nicht mit dem eigentlichen Thema beschäftigen. Ich vertage also das, worum es geht. Ich schiebe das weg. Ich drücke es weg. Ich verdränge das. Ja, das ist eine Verdrängung zum Beispiel, ist eine klassische Reaktion auf die Angst. Ich will es gar nicht sehen. Ja, ich trinke Alkohol. Ja, Sucht zum Beispiel, Suchtproblematik ist klassische Verdrängung von Angst. Ich will nicht hinschauen. Ich vermeide. Ja, ich will gar nicht konfrontiert werden damit. Und dann mache ich einen riesen Bogen um das Thema. Ja, ich gehe da gar nicht hin. Ich will gar nicht, gesehen werden. Ja, ich vermeide ohne Ende, damit ich gar nicht damit in Kontakt komme, Angst zu fühlen, damit ich gar nicht in Kontakt komme mit dem eigentlichen Konflikt, der in mir lebendig ist. Das heißt, die Abwehrmechanismen wie eben Verdrängung, Vermeiden, auch in Angriff gehen, mehr kontrollieren ist auch, also Kontrolle, ja, dass ich das noch alles viel mehr kontrollieren will, um mich noch sicherer zu fühlen. Oder auch, ja, das Ego, das dann brabbelt und rationalisiert und sagt, ach komm, davor musst du doch gar keine Angst haben. All das sind meine Abwehrmechanismen, um die Sache wieder in den Griff zu kriegen. Und die helfen mir, aber eben nur vorübergehend. Sie vertagen das eigentliche Problem. Sie vertagen das, womit ich mich auseinandersetzen müsste, um diese Angstblockade wegzukriegen, beziehungsweise um die Angst und die Botschaft, die sie mir gibt. Das, was ich knacken darf in mir drin. Ja, stell dir vor, du hast so eine Schatztruhe in dir drin, ganz viele sogar. Und die Angst ist der Schlüssel. Und wenn du jetzt mit dem Schlüssel in diese Schatztruhe gehst, dann hast du plötzlich Zugriff auf all dieses Licht, auf all dieses goldene Licht in dieser Schatztruhe drin. Und dann, wenn du es aufsperrst, dann würde dieses ganze goldene Licht sich durch deinen Körper durchfluten und du könntest wirklich frei atmen. Es würde wirklich alles in deinem Körper erleben, aufgehen, wortwörtlich. Es würde plötzlich wirklich alles fließen. Aber stattdessen, aus Angst davor, dass der Schlüssel vielleicht auch nicht passen könnte,
versuchen wir, den Schlüssel einzustecken und wir legen die Schatztruhe woanders hin und wir schauen sie nur an, weil wir uns nicht rantrauen an das Thema. Dabei wäre das genau das Wichtige, dass wir diesen Schlüssel in die Schatztruhe stecken, damit das Licht und das Gold, das da drin ist, sichtbar wird. Denn unser Unterbewusstsein wird das Thema die ganze Zeit bearbeiten. Also solange die Angst in dir lebendig ist, das Thema, worum es geht, wird dir dieses Thema ständig zugespielt. Du wirst Konflikte haben, die immer wieder zu dem Urthema hinführen. Du wirst nachts davon träumen oder deine Träume werden da sein. Dein Wohlbefinden ist einfach nicht in dem Maße ausbalanciert und du fühlst dich einfach vielleicht immer in irgendeiner Form blockiert und nicht im Reinen oder nicht ganz. Ja, wir fühlen uns nicht ganz und das ist das, was wir wollen. Wir wollen uns als Ich ganz erleben, ganz spüren, ganz fühlen. Und das wird die ganze Zeit blockiert durch unseren Abwehrmechanismus, den wir uns angeeignet haben. Du merkst, es ist spannend, oder? Es ist so spannend, sich mit der Angst zu beschäftigen. Das ist das, was ich in all meinen Gesprächen mache. Wir kommen immer vom Konflikt. Die Frauen kommen immer vom Konflikt im Sinne von, hier ist was nicht mehr rund ist. Da ist ein Konflikt mit dem Kind, da ist ein Konflikt mit mir, da habe ich irgendwie eine Blockade, da ist was mit meinem Partner, da stimmt was in der Dynamik nicht. Und das knacken und lösen wir und kommen dann eben immer wieder zur Angst zurück, weil Elternschaft genau diese Entscheidung ist, weil dein Leben darauf hinausgeht, ob du dich entscheidest, in die Angst zu gehen oder in die Liebe zu gehen, ins Vertrauen zu gehen. Gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts? Gehe ich in die Angst oder gehe ich in die Liebe? Entscheide ich mich? Für welche Seite entscheide ich mich? Und Hauptanker bei der Angst sind eben unsere Glaubenssätze, unser Glaubenssystem. Was glaube ich? Was ist meine Zukunftsfurcht? Meine Gedanken, die in die Zukunft führen. Wo glaube ich, nicht wertvoll zu sein oder nicht wichtig genug zu sein? Wo brauche ich die Kontrolle, um mich sicher zu fühlen? Und lösend, wie kann ich mich denn wertvoll fühlen? Wie erkenne ich, dass ich denn eigentlich einfach, weil ich bin, wertvoll bin? Zurückführend, wo kann ich einfach loslassen, weil ich vertraue? Wie kann ich Vertrauen in mir erwecken? Im Übrigen auch dazu Podcast-Episode, verlinke ich dir in den Shownotes. Und wertvoll fühlen, auch Podcast-Episode zum Thema Selbstliebe in den Shownotes. Es gehört alles zusammen. Für dich, ja, so zum Ende dieses großen Themas, über das ich eigentlich noch so viel erzählen könnte und möchte, aber dann das jetzt ein bisschen abschließe, ist natürlich die Frage, was mache ich denn, wenn ich Angst habe? Was mache ich denn konkret, um die Angst zu lindern? Und das allererste, was ich dir heute mitgeben möchte, wenn du Angst spürst, wenn du merkst, oh yeah, mein Körpersystem reagiert gerade, meine Augen weiten sich, mein Herzschlag wird heftiger, ich kriege plötzlich eine andere Haltung und mir ist nach draufgehen, wegrennen oder erstarren, ist es, dass du einen Raum schaffst, wie bei der Wut auch, zwischen Reiz und Reaktion. Der Raum zwischen Reiz, nämlich das, was du gerade siehst, das, was du dir gerade selber an Geschichte erzählst in Form von Gedanken und der Reaktion, nämlich Kampf, Flucht, Erstarren, dass du zwischen diesen beiden Enden einen Raum schaffst, einen Platz schaffst und den schaffst du, indem du Zeit gewinnst. Wie bei der Wut. Zeit gewinnen. Wie kannst du Zeit gewinnen? Das Leichteste, weil es immer da ist und weil es dich am Leben hält, ist dein Atem. Das heißt, wenn du merkst, ich bin in der Angst, dann ist es deine Aufgabe, First Aid Number 1, zu atmen. Und zwar dich hinzusetzen, idealerweise mit den Händen auf dein Herz und dich nur auf deinen Atem zu konzentrieren. Der Atem hilft dir dabei, die Konzentration aufs Einatmen und Ausatmen hilft dir dabei, aus diesen Gedanken und Horrorszenarien, die du gerade kreierst, in die Entspannung zu kommen, diese Pause zu schaffen, um wieder klar denken zu können. Also dieses aktive in die Atmung gehen hilft, deinen Parasympathikus, dein parasympathisches System anzusprechen, damit du eben nicht mehr in diesen
Fight-or-Flight-Modus kommst. Das ist Schritt Nummer 1, das Wichtigste überhaupt, dass du dich mit dir selbst verbindest in diesem Moment. Die Atmung. Es gibt natürlich ganz viele weitere Möglichkeiten. Auch hier verlinke ich dir in den Shownotes zum Beispiel meine 33 Alternativen statt zu schreien. Denn der Weg bei der Wut ist genau der gleiche. Wenn ich wütend bin, geht ja die Angst voraus, wie du seit heute weißt oder spätestens seit heute weißt. Wut ist eine von der Angst vorgelagerte Emotion, die sich eben zeigt, weil ich im Kampfmodus bin. Ich bin im Kampfmodus und versuche zu überleben, weil eine Angst vorausgeht. Die Angst, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Die Angst, dass ich vielleicht sterben müsste. Die Liste leitst du dir bitte runter, die ist kostenfrei. Das sind ganz viele, 33 Impulse drauf, wie du erste Hilfe in der Wut, in der Angst letztendlich mit dir in Verbindung kommst, was du tun kannst, um die Wut zu lindern und deine Angst zu lindern. Nummer 1 ist auf jeden Fall die Atmung. Und dann natürlich geht es in den Gesprächen, in gemeinsam Wachsen, in den Konflikten immer darum zu entdecken, was für eine Angst in dir ist und wie du letztendlich die Angst entängstigen kannst, wie du durch Werkzeuge, Methoden, durch deine Motivation, wer du eigentlich sein willst, ist die Art, wie ich arbeite. So die Manuela mit den 3 M's, es sind Methoden, es ist Mindset und Motivation, wie du mit diesen 3 Bereichen letztendlich Klarheit bekommst über dich, über den Konflikt, über die Gefühle, die in dir sind und wie du mit den geeigneten Werkzeugen letztendlich dann Wut und Angst linderst und dich peu à peu von der Angst in das Vertrauen bewegst, von der Angst ins Vertrauen gehst und dadurch natürlich die Konflikte mit deinem Kind, mit deinem Partner im Beruf peu à peu achtsam und bewusst lösen lernst. An dieser Stelle, danke, dass du dabei warst. Danke, dass du diese Folge hier angehört hast, weil es war für mich wirklich ein eigener Prozess, diese Folge zu machen. Ich freue mich so sehr, dass sie draußen ist und freue mich über deinen Kommentar, dein Feedback und wünsche dir alles Gute. Bis nächste Woche. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zur Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.